welcome, everybody. Can I wave to me if you can hear me? Just wave a little bit. Yay, thank you. I'm Fiona Frank, and I'm Projects and Outreach Manager from SCOJEC, the Scottish Council of Jewish Communities. So we represent and support and connect Jewish people throughout Scotland. And now it seems that we're representing and supporting and connecting people from all over the world. Since the coronavirus has stopped us from doing face-to-face events, we've been putting on a range of online activities to bring people together, like this one. And I'd like to just thank the Netherley and Clarkson Charitable Trust and the Scottish Government for their financial support for us. This is a particularly ambitious event involving 20 different performers from Scotland, but also from London and also from all over the world. So I'm very pleased to have with us Vivi Lax and Steve Ogin from the Yiddish Open Mic in London, and also Tamara and Arturo, also from the Yiddish Open Mic. Vivi in particular has done absolutely loads of work in pulling this evening together. We were meant to be having a tour of Scotland where Vivi, Tamara and Arturo would have been doing a Yiddish Open Mic in Glasgow and Edinburgh and Aberdeen. So now, instead of just having 20 people in Glasgow, 20 people in Edinburgh, 20 people in Aberdeen, we can have, I think the last numbers were 112 bookings with 130 tochuses in the room. And we've got people from Glasgow, Edinburgh and Aberdeen, but we've got people all over Scotland, we've got people from all over the UK, and we've got people tonight from Brazil and Canada and Germany and Ireland and Israel and the USA. So this is so much bigger than the thing we had in mind beforehand. We advertised it as an open mic and we could have filled it up 4 times. We had to close the doors at 20. So watch this space, we may well do some more. The purpose of the open mic, which was founded in London, but we're going to now have it in Scotland, so it seems, is to give people a taster of Yiddish. It's certainly done that for me. We hope you all get that. And it's also to encourage you to join in, whatever your level of Yiddish. Maybe you've heard some song lyrics. Maybe you remember some Yiddish words from your grandparents. Maybe you want to start taking a class. There is a class in Edinburgh. There could be online classes. There could be classes everywhere. Yiddish was a kind of a lost language, but you'll see tonight that it's a language that's being recaptured all over the world. So enjoy it. This is nearly the end of me. Vivi tells me that the Yiddish actress Anna Tselnicka, who played Portia in a Yiddish production of The Merchant of Venice, visited Scotland and used to say that a Yiddish performance should have a song, a laugh and a tear. So I hope you get all of those. I'm sure you're going to get all of those this evening. Now cancel my spotlight to move on. Okay, this is what you're going to be getting. This is a little taster. Und jetzt, wir wollen nur reden auf Jiddisch, ich mein, oder kimmat im Ganzen auf Jiddisch. Steve, der kommende Slide. Ja, und noch eins. Und noch eins. Yes. Sehr gut. Boch aber zu allem. Befragt sie von Schottland. Und von Schottland mit Zoom zu der ganzen Welt. Ich bin ein Historiker von der jiddischen East End von London, gebe Cook auf Whitechapel Noise, ein Lehrer und eine jiddisch Pop-Sängerin mit Klezmer Club. Ich bin ein assoziierter Forscher bei Birkbeck Universität und habe Punkt jetzt geendet an Übersetzung Chaverschaft mit dem jiddischen Buchcenter. Steve Ogin, Tamara Gleason und ich haben organisiert dem jiddischen offenen Mikrofon-Café in London mehr von 2 Jahren. Es freut uns sehr zu bringen es zu virtuellen Schottland und euch mit Arturo.
mit ein paar von unseren regulären Artisten und spiegelnahe Artisten von Schottland. Bemächtig mein Forschen wegen London habe ich gefunden ein paar Mal Texten wegen Schottland oder von schottischen Schreibern, bei Glasgow. Okay, und ich habe ein Schema. Jankele Traschke von Glasgow in 1889 und Bonfeld von Glasgow in 1896 haben geschrieben Poesie für der Arbeiterfreien Zeitung, wo sie es gewesen in London, nicht der Glasgow Zeitung, aber sie haben geschrieben für der Arbeiterfreien. Avrom Radutzky hat gearbeitet in Mitchells Papyrusfabrik in Glasgow in 1890. Er hat geschrieben für der Glasgow jiddische Presse, die jiddische Zeitung, ein Wochenblatt nach dem jedes Tag. Und Iden Freund, ein literarisches Wochenblatt zwischen 1890 und 1906. Und Rochel Okrent von beiden Edinburgh und Glasgow in die 30er zum 50er Jahren ist gewesen ein Poet, ein Novellist und hat geschrieben Reportage von ihren Reisen. Und bei Emmes, heint noch Mittag, habe ich gelernt, ein paar von Loschen und Leben. Und in 1950 Dezember, auf dem ersten Satz, das ist wegen Glasgow, wegen einem großen Festival für jiddische Kunst und Literatur in Glasgow. Und Rochel Okrent ist gewesen einer von den Organisatoren von dem. Der ungewöhnlichste ist gewesen ein Schreiber ohne Namen, wer hat geschrieben ein Essay in der Yivo Contest für Immigration Meisters. Mein erstes Jahr in Bam Bam Bam. Ja, wo sie wohnen. Das Autobiografie ist gewesen ein Meister wegen einem kleinen Fischdorf auf dem mittleren Breg von Schottland, wo hat sich gelernt dem Geschäft und hat angehäuben, Mischer exportieren Fisch von Schottland zurück in Mitteleuropa. Es ist gewesen eine Arbeiterin in Glasgow, Branch 8 bei 150 Gorbelstraße, Gorbelgas, Gorbel Street. Und ein Circle-Häus, was die Post in 1933 hat geschrieben, ist gewesen sehr lebendig und progressiv. Itzig Manger hat geschrieben für die Arbeiterin, das ist gewesen der Journal von der Arbeiterin, The Workers' Circle in London, in 1942 wegen Whitechapels. Also was ist gewesen ein Whitechapel? Ein Whitechapel ist gewesen ein Name für jüdisch Leben in Britannien, in Großbritannien. Und er hat geschrieben Glasgow Nummer 2 in dein Regime. Also es ist gewesen sehr wichtiger Ort und ich meine, als andere Menschen wollen wissen mehr, finde ich. Und ja. Heint, wir gedenken a schottische Jiddisches. Ida Schuster Berkeley, Allia, השלום. A bekannte Glasgow-Aktrice, Jiddisch-Redder und ein Teil von Glasgow-Freien von Jiddisch. Ellen Golford wird in einem Moment erzählt wegen ihr, aber erst ein bisschen wegen Ellen. Ellen ist geboren in New Jersey, aber hat emigriert in Schottland in 1971. Kurz vor ein paar Jahren in London hat sie gewohnt in Schottland bis heint. Ellen ist ein Schreiber und kennt Ida. Helen. Ellen, to unmute yourself. Entschuldig. Shalom Aleichem. Ida Schuster, Shalom, ist gewesen als Starin von schottisch Theater, Film und Television und ein beliebtes Mitglied von der jiddischen Kirche in Glasgow. Sie ist gestorben 3 Wochen zurück, ich mein, in ihr 101er Jahr.
Ida hat angehäupt ihre Karriere in den 1940er Jahren mit den Avram Greenbaum Players und der berühmten Unity Theater, die Kulturikonen von Reuter Kleidzeit. Später, sie hat gespielt in wichtigen Pieces, zum Beispiel The Slab Boys, The Steamy und beliebter Series wie Dr. Finley's Casebook, Hamish Macbeth, Taggart, River City und Still Game. Ihre letzter Auftritt in der März 2020, bloß ein paar Wochen zurück, sie ist geworden die älteste Podcaster in die Welt mit ihrer rekordiert Synchrones, Old School. Wir wollen nicht vergessen ihr Seichel, ihr Witzigkeit, ihr Eleganz und ihr Charisma. Dank, Ellen. Und wir wollen hören ein bisschen mehr von Ellen ein bisschen später. Jane wohnt in Southern Carolina. Sie ist ein Graduant von Yale in Russisch und russischer Literatur. Ein Fiddler, ein Singer, ein Pianist und ein verbrennter Forscher. Sie hat gefunden hunderte seltene jiddische Kabarettlieder vor der Zweiten Weltmilchome und hat sie publiziert auf der Internet. Geh besuchen. Sie singt und rekordiert mit Papa Mundi. Jane, unmute yourself. Oh, got it. So, can you hear me? Ja. Jens Terren. Wenn alles ist vorbei, ist eine Parodie von I'm Gonna Live Anyhow Till I Die, gedruckt in 1901. Next, weiter. Kompositor Shep Edmonds ist gewesen Vaudeville-Spieler, geboren 1876 in Memphis, Tennessee. Pete Hampton, was hat rekordiert das Lied, hat gastroliert mit Vaudeville-Troupes wie die Darktown Entertainers in Großbritannien und Europa. Next, weiter. Louis Gilroy von Ukraine ist nur 20 Jahre alt gewesen, wenn hat angehoben verfassen Podies für Yehuda Katzenellenbogens Hebrew Publishing Company und Lieder Magazine. In der Sommer Pracht hab ich Kundschaft dann gemacht. Mit der Freien so reizend, der Pony so naiv und froh, geordnet zu gehen mit dir, ein bisschen auf ein Spazier, hab ich geredet, wenn nicht sein, sehr krumm. Bald auf den zweiten Tag, hätte ich bettet nur mein Plug, Verbreach of Promise hat sie mich angeklagt. Die Police hat nicht lang gewartet und bald in Jail mich eingesperrt. Nicht haben die Kinder, hab ich zu mir gesagt. Was nützt jetzt retten, wenn alles ist vorbei? Ich sitz versperrt und sie geht rum, frank und frei. Oh, ich hab was früher gedacht, verstehen, wollte ich doch in Jail jetzt nicht gewähnen. Was nichts und eines, wenn alles ist vorbei. Ich kenne Held, ein junger Mann, was hat der Kalle mit Nagan? Ich bin nur Geld, Verschönheit, Art in Miete, es hat nicht viel genommen, ein Kalle hat bekommen, ein alter Miese, Mäuer mit goldene Zähne. Gefreut sich hat der Held, sie hat gesagt, sie hat viel Geld. Der Tag von der Hippe hat kein gewahrt. Und bald nach der Zeremonie deklärt ihm die sie, als sie hat als Liebe im Besitz genannt. Was nützt jetzt reden,
goldene Zehn. Es hilft kein Kleines, von alles ist vorbei. Es hilft kein Kleines, wenn alles ist vorbei. Und ich habe euch ein sehr kurz Lied, solches ist kein Eigenlied, was ist von Schundmeister Professor Horowitz als eine Operette von 1903. Mein Freund hat mir erzählt, als was darf, frag im Feld. Es geht ihm in sein Leben nicht geht, und was darf, hat nicht. Hat kein Ruhe, hat kein Fried, hat kein Schuh, hat kein Kleid. Hat kein Leben, hat kein Teub, hat kein Heim, hat kein Brot. Hat kein Weib, hat kein Kind, hat kein Masel, hat kein Gesind. Hat kein Kochen, hat kein Geld, hat nicht die, nicht jeder Welt. Doch wird sehen, jeder Katzen ständig lacht und quält und ist tot nicht freilich auf jedem Schritt und Tritt. Ich sag, haben Welt viele, die ganze Welt, weil ich weiß, nur Julia Katzen, so ist es kein Dreigen nicht. Ich sag, haben Welt viele, die ganze Welt, weil ich weiß, nur Julia Katzen, so ist es kein Dreigen nicht. Kommt zu eurem Mann im Stieb, ist weißt du wer, wie ihn Krieg. Führt sehr groß harte Kreuz, nur ein Stückel Brot fällt ihm aus. Hat kein Tier, hat kein Dach, hat kein Bett, hat kein Sach. Hat kein Säger, hat kein Spiegel, hat kein Kissen, hat kein Wickel. Hat kein Halle, hat kein Tisch, hat kein Fleisch, hat kein Fisch. Hat kein Pfeffer, hat kein Salz, hat kein Butter, hat kein Schmalz. Doch wird sehen, jeder Katzen ständig lacht und quält und ist tot, freilich auf jeden Schritt und Trieb. Ich sag dir, haben Welt, viele, die ganze Welt, weil ich weiß, nur Julia Katzen, so ist es kein Eigen nicht. Ich sag dir, haben Welt, viele, die ganze Welt, weil ich weiß, nur Julia Katzen, so ist es kein Eigen nicht. Danke. Hey. Sehr gut. Well done. Sehr, sehr schön. Okay. David ist auf Pension von seiner professionellen Verein offiziell. Wohnt in Edinburgh und schreibt Poesie wegen Mischbuche, Sikoren und Identität. Wird lernen sein Lied, was hat gewonnen dem ersten Preis in der jährlichen Sang-Show Contest von der schottischen Sprachassoziation. Es ist geschrieben in Schotz-Jiddisch. Schotz-Jiddisch? Ja, was ist Schotz-Jiddisch? Wird Peutel sein. Unmute yourself, David. Aha. Shalom Aleichem. Aleichem Shalom. Ich will lernen ein Lied, was ist geschrieben in Makaronik-Verse. Zwei Sprachen kommen zusammen und haben Vergnügen. Die Bube hat geredet mit einem wunderbaren Dialekt. Englisch, Jiddisch und Afrikaans in demselben Satz. Es ist gewesen gering verständlich für die Koinen in dem Tattenskrom Bleimans Handyhaus in Paro, eine gemischte Gegend in Cape Town. Ich habe gewohnt in Schottland, sind 1979 und ich habe absorbieren ein bisschen Schottisch von der Luft. David Deiches
hat gehört der Macaronic Dialekt schot Jiddisch, wenn es gewesen, ein Kind in Edinburgh in die 20er Jahren, aber es hat Nellem geworden bei 57. Meine Lieder heben an in meine Kaläumes und die ersten Momenten, wenn ich wake up in der Früh. Ein Morgen in der Früh hab ich abgeweckt mit dem Anheb von einer Schott jiddische Ballade. Ich hab gewusst, dass es wird sein wegen a Trebbler, die Traveling Salesmen, was haben geschleppt der Sprach mit sie auf den Bahn von Edinburgh, kein Pfeif. Aber wie kann man schreiben in einer Sprache, was existiert nicht mehr? Ich hab gehabt ein Brillant in mein Jewelry Box. Ein Poet, David Kay, der erzählte Meister. Hat gefragt an alte Frau in die Gorbels, was herzlich, Mrs. Greenstein? Sie hat geantwortet, ich hab ein Geiser Hied. Ich hab ein Kopfweitig. Das ist schott Jiddisch. Das ist gewesen ein guten Anheb. Und die Reste, ich hab ausgetracht von der Klang und von etwas unmöglich zu beschreiben in meinen Sikoren. Die Ballade hat wenig sich geschrieben und mehr sich gesungen. Es ist wunderbar, wenn ein Klang in die zwei Sprachen meint derselbe Sache. Und euch ein Klang von kann meinen etwas ganz anderes. Und das hat eingeladen ein bisschen Wortspiel. Ich weiß, dass es ist gefährlich. Ich weiß, Macaroni. Schotträder können mir sagen, also es ist nicht schottisch. Und Jiddischräder können sagen, nicht Jiddisch. Was ich will, ist ein alten, klugen Mensch, was wird reden zu mir mit Klares in Emerson Schott Jiddisch. Ich will sie denken und sammeln die Wörter. Mein heimgemacht Macaroni hat gewonnen einen Preis in einer Lied Kochkonkurrenz. Und heint haben wir der Premiere von der Trebbler's Tale, der Wunder von den Hugh McDermott Gläsel, gegeben bei dem schottsprachigen Verein. Meine jiddische Mama, hallo Mama, quält. Meine Mama quält und ich euch. The Trebbler's Tale. I realized then that somebody should have recorded the speech of Motti Rifkind and Moishe Pinkinski in the 1920s and 1930s, the golden years of Scots Yiddish. But nobody had thought of it then, and it was too late now. David Deich's Two Worlds, 1957. Dreg je toches vrede lachen, skreeg de ruche van mama loschen, then gepokt and gemezeld with schmutz and with schmot, Scotch Yiddische mishmash is what ye got. Misgoogled, gemischt, we achs and we ochs, a crowdy schmeared bannock and hamische locks. Nu sup ye drap nossick and here good nosh, listen wheel to my meister and dinner ye fash. A selkie, struus got, telt me this in Lumfinnens. Gefilte fish druket and she mitten drinnen. David was a Trebbler chiel, a mensch don boy chick, ne schlemiel, a Litvak, hadn't he been to school, but davened at Reb Deich's shul. An onny clashy Sunday nicht at Jewish lit would share new licht. David, I took the stopping train, hoochin' wi' all the Trebblin' men. He'd schlepp for miles to scrape 2 shillin', and on the train would lay to fill him. He schlepped his schmutter all through Fife, wheel Kent by money a lanely wife. War Yid and Peckle war Ken Speckle in Ilka, Fife and Toon and Stettel. In Hudson plots he'd often storm, I yammering for the promised lawn. David was from and kept the faith, frae all the swicks o' shickses safe, until don glitched doon at some farm, a gallus henwife meant in ham, called Davy Ben,
gave him a brew, which made poor David off he flew. For snosket, for toots and out the gam, one chutzpahdik and winnie sham, she stealt his gear and widney pay, his peckled tomb set on his way. David got off for Embra tomb, the nicht was dreich, o Davy doen. In dreht mein Geld, ich bin verloren, verfende day, das ich geboren. Och, ha je wheel, a neighbor speared? Oi wees mir, ich hab in Geiser heed. Nu David and his lead along sein gain, along with Jacobs, Greenbaum, Everil Kane, and since Scots Yiddish has nae gone samaka, some cry me Pishabadi, others Altakaka. Begrüßen Dank. Hey! We don't have this written, so at least if anyone, the faces aren't being shown. Very nice, very nice. Als jetzt, ich will schreiben eine schottische Scouse-Poeme. Ich bin inspiriert. Sehr, sehr schön. Dank, David. Halina ist geboren geworden in Warschau und noch eine lange Immigratie-Meise hat geendigt in Schottland. Sie wird beschreiben, wie es ist gewesen. Halina, unmute yourself. Halina. Right? Ich red. Ja, sehr gut. Heißt Halina Moos. Ich bin geboren geworden in Warschau, 15 Jahre nach der Hassene von meinen Eltern. Sie haben geheißen Senjon und Sonja Lewiner. Erwischte Menschen in Warschau. Meine Geburt ist gewesen eine große Überraschung für sie. Sie haben gemusst wegnehmen, seine Äußerung von der verstäubten, verräucherten Stadt. Sie haben sich übergezogen, kein Otfotzk. 30 Kilometer von Warschau, ein Kurort mit reiner Luft, mit Wald und ein Sach Grüngras und Blumen. Meine Mama hat sich eingeordnet als Schneiderin mit der Verstadt und Mädlich. Und der Tate ist weiter herumgefahren, wie früher, über ganz Polen, als ein Agent von Kulturliga. Ich bin geblieben unter der Aufsicht von unseren Diensten, Wohlefreuen Mersental und von den vielen Kindern von dem Wirt von unser Haus. Meine Eltern haben geredet zwischen sich auf feinem literarischen Jiddisch. Aber sie sind selten gewesen zusammen in der Heim. Ich habe sich ausgelernt zu verstehen, seine Wörter poschet in Selbstschutz. Die Eltern haben oft ausgedrückt, aber teuer, als in Nordfotzke nicht verankert, eine Volksschule. Die Volksschulen sind gewesen gestützt von gesellschaftlichen Keuchers, weit nicht genug. Und die Hauptstütze ist gekommen von Amerika, von dem Arbeiterring, nicht von der polnischen Regierung. Wenn die Milchume am 1. September 1939 ist angekommen, sind wir alle entlaufen auf der russischen Seite. Ich habe angehoben reden mit den Eltern Russisch. Sie haben es gekannt von früher, wenn die Russen haben geherrscht in Polen. Zurück in Polen und Jiddisch hat sich verspreit zwischen die verbliebenen Jiden. Ich habe sich geschämt zu machen Greisen. Andere haben geplappelt, wie es macht sich. Zu 18 Jahren bin ich angekommen mit den Eltern in Glasgow. Wir wohnen zusammen. Auf was für eine Sprache reden wir? Mit sei? Rede ich mit sei?
Ich habe beschlossen, als ich will bemühen, sich zu reden Jiddisch. Ich bin doch ein Erwachsene und das ist meine Eltern. Was darf ich sich schämen, zu reden mit Greisen? Und sie kennen nicht kein Wort auf Englisch. Anhäufig von der Zeit rede ich Ohnmäure. Sehr schön. Das ist sehr interessant. Jetzt will ich gehen. Ein neuer Lehrer von Jiddisch nach dem Alina. Oh ja, ich bin eine gewisse Zeit, das ist 30 Jahre zurück. Hat man mich gebeten, organisieren einen Kurs von Jiddisch. Sehr gut. Dank, Alina. Dank. Das ist sehr interessant. Misha hat mir gesagt, als ist geworden Bar Mitzvah, come of age, wenn ist in seinen 60er Jahren. Und bei Emmes hat dorten geblieben. Nee. Macht alle, spielen die Rolle. Und Bioinformat. Nu, du kannst sagen, Misha, so gut. Alle kennen zijn, als ik ben een alter hippie. Ik ben... Mom has songs! Okay, un Moment, Misha. Sorry. Thank you, okay. Ich hab zu singen. Yeah, I'm sorry about that. Halina, to you. Yes. Ich muss mich entschuldigen, weil ich habe nicht kein Instrument und ich habe viel nicht kein Tuning Fork. Wir singen ohne Akkompagnement. Das erste Lied heißt Schön bin ich schön. Ich meine, das ist ein Volkssong. Schön bin ich schön, schön ist euch mein Name. Rett men mich durch mit alle Rabbonim. Rabbonische Teure ist doch sehr groß. Bin ich bei meinem Mann a lichtige Reus. A schön Mädele bin ich, Leue Säckelach trag ich, Geld in die Taschen, Wein in die Flaschen, Milch in die Kriegelach, Kinder in die Wiegelach, schreien wie die Ziegel, me. Besser am Melamed, a viel a Beisen, eider Student zerrissene Häusen. Besser a Behelfer mit Kinderhitzpediker, eider a Gora Doktor mit zerbrochenem Zylinder. Schön bin ich schön, schön ist auch mein Nomen. Rett men mich durch mit alle Rabbonim. Rabbonische Teure ist doch sehr groß. Bin ich bei meinem Mann a lichtige Reus. A schön Mädel bin ich, Leue Säckelach trag ich, Geld in die Taschen, Wein in die Flaschen, Mäd in die Kriegelach, Kinder in die Wiegelach, schreien wie die Ziegel. Me. Song number 2. It's called Dreingelach, and it is by Itzek Goichberg. Die Mame hat Dreingelach gehabt. Mit weicher Reute Bäckerlach, wie zarter Sammetblatt, hat eins geheißen Bärele, das zweite Chaim Schmerele, das dritte hat geheißen, wir sollen kaufen Schiff. I'll explain this afterwards. Ich hab genarrt, ich hab gewusst, ihr wart, das dritte kleine Jüngele, das dritte, das bin ich. Die Mama hat 3 Nisselach von dem Jerid gebracht.
drei gute fette Nisselach, drei Nisselach gebracht. Is eins gewinn verbeerelen und eins verfeim schmerelen. Und Gott das beste Nissele hat sich los für sich. Ihr wundert sich ein bisschen, was nicht mehr an Nissel, weil Nissel, Nissel, das bin ich. These two songs, wait a minute, wait a minute. Two songs, Can you hear me? I'm not finished. Can you unmute yourself again, Halina? Unmute yourself. Yes, she's unmuted. Okay, go on, Halina. Go on, Mom. These two songs I learned how, when I was 10, and I belonged to a Yiddish choir in Bielsk Podlaski in a school called Volksschule. It was a wonderful school and a wonderful choir, and I learned these two songs in a soprano and in an alto version. Unfortunately, I can't sing both versions just now, but I could. What else I want? I think They want me to speak Yiddish, so maybe that's enough. ja, jetzt habe ich schon geendigt. Sehr schön. The left. Zeil Shane, amazing songs. Thank you very, very much. Can you hear me? Can you hear me? Yeah, there is me. Yes or no? Yes. Yes? Thank you. Okay, so we're now moving on to Misha. Misha, if you unmute yourself and yes, give us your own introduction. Ja, als alle kennen sehen, ich bin ein alter Hippie. Und, ich habe meiste für euch wegen etwas ein bisschen moderner, was ist mir geschehen. So I have a little story for you about something odd, one of the stranger things of many strange things that happened to me. Okay. Es kann geschehen einmal, als die vergangenen Zeiten haben eine Wirkung über uns und wir wissen nicht wegen dem. Und Art ist ein Meister. Next slide, maybe. Dem, was man hat nicht erzählt. Ich bin ruhig gewindelte Äffele, das heißt, ein Kind von Kommunisten. Als sie seinen junge Menschen haben Tate und Mama gewohnt auf New Yorks niedriger East Side, wo sie haben Anteil genommen in linke politische, künstlerische und theatrische Kreisen. Nur als ich bin gewesen Kind, ist es schon gewesen, die McCarthy zu kaufen. Man hat behalten die rote Bücher auf den Boden. Man hat gemacht kleiner Anlaufen werden kein Kanada, wenn McCarthy wollte gerufen sehr genommen und man hat nicht mehr geredet von den damaligen Zeiten. Ich habe gewohnt in Australien, wo ich habe getroffen eine Marionettenmacherin. Ich habe sehr tief getracht wegen Marionetten und ich habe beschlossen, es ist nicht zu lieb Sprach, was wir seinen Menschen. Es kann sein, dass es Sachchayes haben Sprach. Wir seinen Menschen, weil wir haben Marionetten. Achaya, was macht und manipuliert eine Image an sich allein, ist ein Mensch.
es hat Selbstwissigkeit. No. Next page, please. Ich habe geschrieben eine kurze Pièce wegen ein paar Marionetten. Der Schaman hat genommen ein bisschen Fell in eine Hand und ein paar Federn in anderen. Und als der Fell ist geworden eine Haie, seien die Federn geworden ein Vogel. Und als die Federn seien geworden ein Geist, ist der Fell geworden ein Shed. Und in dem Moment hat alles angehäuben. Weil das ist gewesen das erste Mal, was etwas auf der Erde ist nicht gewesen, nicht nur das, was es ist gewesen. Wir haben gespielt die Pièce in einem kleinen Theater auf Broadway oder öfter auf Broadway. Mary Cairns hat gespielt die Rolle von Tiresias und ich die Rolle von Talisman. Es ist gewesen eine rührende Überlebung. No? In den 20 Jahren rum bin ich geworden wegen dem amoligen Mordecai-Theater, ein linker jiddischer Marionettentheater auf der East Side in die 20er und 30er Jahren. Ich wollte sich verlassen auf dem, es tat die Mama seinen Gewinn bei Ort dem Theater und haben ihn gehabt stark lieb. Ich bin sicher, sie haben keinmal nicht erzählt wegen dem. Und in nach ein paar Jahren rum habe ich geöffnet Mäuschenleib-Halperns die goldene Pava und gefunden die folgende Zeichnung von Josel Cutler, wer es gewinnt der Cut von Mordecai. Ort ist der Schaman vor dem Feuer, vor die Heilmenschen. Ich glaube nicht sehr stark in Freuden oder in Jungen und in sein kollektiver Unwissigkeit. Aber was kann man tun? Reis seinen Reis. Very nice. I know I'm going off the Okay, danke. Dank. Ruti hat gewohnt in Irland mehr von 30 Jahren und hat Punkt jetzt gekrogen irische Bürgschaft. Mazel tov, Ruti. Sie ist ein Klezmer und ein Musiklehrer, ein Liedschreiber und Dramatist. Sie wohnt in Kokstadt und spielt in Freude-Piessen und andere Gruppen. Sie macht Musikvideos auf der Internet für sehr kleine Kinder, Tots. Letztens hat sie geschrieben eine Pièce, was vorgeht in der Kok-jiddischer Kehille. Ruti wird singen, Ruti redet nicht kein Sach-Jiddisch, sie redet nicht kein Jiddisch. Ich meine, sie weiß ein paar Wörter, aber sie weiß ein paar Lieder und sie wird singen heint herum dem Feier. Sie hat gefragt, als in der Refrain jeder eine, ob sie willen, kann unmute und sing Lai 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 mit ihr. Aber nach der Refrain gedenkt zu mute noch einmal. Ja, das ist klar. Wir wollen sehen, was wird sein. Ruti, over to you. Also, das ist Irish. Und ich will zuweisen, als mein Band Pop-Up Klezmer spielt Klezmer-Musik jede Dienstagnacht
in Cork City in der Gables Pub. It's ihr können gefunden uns auf Facebook. Pop-up klezmer. Google Translate. Around them fire, wir singen Lieder. Die Nacht ist heier, man wird nicht müde. Und soll der Feier verloschen werden, scheint auf der Himmel mir seine Sterne. Tag räumt die Kerb mit Blumenkranzen, around them fire, wir freilich tanzen. Weil tanzen Lied, ubidup, ist unser Leben. Und noch in Schlaf, Geläumes schweben. Jetzt, ai, 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 Tag rund die Kerb mit Blumenkranzen, around them fire, wir freilich tanzen, tanzen Lied, ubidup, ist unser Leben, denn noch in Schlaf, Geläumes schweben. In hospitable environment. Hey! Oh, Ruti! Made it. The backing singers were wonderful. Noch amol. Noch amol. Dank, Ruzi, sehr, sehr schön. Und dein Jiddisch, ja, sag mehr von früher. Ellen Golfert ist ein bekannter Schreiber in einer Sachgenre. Novelles, Poesie, Prose. Sie ist ein Mitglied von der Edinburgh Yiddish Group, Heather's Edinburgh Yiddish Group. Sie hat mir erzählt, Ellen hat mir erzählt, was ihre Liebschaft für Jiddisch ist eine Sache größer von ihrer Fähigkeit zu reden. Du und ich, euch, Ellen. Over to you. Großen Dank. Ich habe herausgegeben Romanen und Poesie in Englisch, aber ich prüfe einmal Schreiben Poesie in Jiddisch. Mit der Hilfe von unserer teure Lehrerin Heather Valencia. Mein erstes Lied, Luftloschen, ist gewesen adaptiert und rekordiert von der Kapelle Yiddish Song Project. Die letzte, ich will lernen 4, die letzte, a Skype mit Eliyahu, ist ein neues Lied, geschrieben für Pesach und ist gewesen übergesetzt von Heather. Okay, Luftloschen. In der Nacht im Avion, über den Atlantik, ich kann nicht schlafen. Ich lerne sich Mama loschen. Ich arbeite und suche Wörter. 30.000 Fuß unter mir, auf ein Schiff von einem anderen Jahrhundert, sieht mein Boba die Licht von Amerika. Sie warf das Mammeloschen in Jammer ein. Die Wörter fließen über dem Wasser, durch die Wolken
und durch die Jahren. Ich such sie suchen mir. The next is Mama Lotion. Mama Lotion trogt Krellen von baltischen Bürsten, a Schmitz von französisches Parfum und a Pistol, was so vermogt a Gangster in Odessa, unter a Kleidel übergemacht von a Hochems Talis. Mama Lotion verlost keinmal nicht ihr Kirch und geht sie ständig in die Gassen und blonget zwischen die Stieblich und die Kabaretten. Der stehlendig Witzen, was seinen schon gewähnt alt, wenn Bavel ist gewähnt jung. Mama Lotion hat vergessen, wo sie ist gewähnt geboren, aber sie trägt 20 Päser, aufgenäht in einem Säum von Regenmantel. Mama Lotion segelt über die 7 Jahren in einer tesselächerten Ratierschaft. Sie verschreibt Leviathan mit der Rezitatie von ihren Rezepten für gefüllte Fisch und gehackte Hering. Mama Lotion hat eine Sachgeliebte. Sie knippt die Blasebecken von ihr Schäferbuchers, infiltriert sich sehr Töchters Holmen und kokettiert mit älteren Sozialisten jeden 1. Mai. Mama Lotion kennt mehr Lieder wie die Feigl, mehr Tefilles wie die Melochim, mehr Kloles wie Kien. Und sie quankelt keinmal nicht zu sagen dem Ebersten, bittere Emerson. Mama Lotion gibt mir die Schließlen von ihr Haus, wo 1000 Tieren verlangen geöffnet zu werden. Aber sie beit die Schlösser zwischen meine Visiten. Oid komm ich nicht die Kuf, wenn sie ruft mir. Sie reit Brosch von einer Armee von Dichters. Und ich muss bemühen, ihr noch schleppen. Moira hobendig, sie kennt Cholila von mir Antläufen. Ein kleines Lied, eine kleine Revelation. Der Gott, was hat gerät mit Mäuschen auf den Berg, will nicht, zu lieb, sie was klare wie der Tag, verschreiben sich vor Ponnenbuch. Aber die, was verstehen das Fegeloschen, sagen als die Schechina, Mama von unseren Schummes, hat ganze Chattes Anhängers auf Twitter. Und die letzte, a Skype mit Yahoo. Nu, öfter sollst du nicht kommen zu uns? Bist du sicher, als du darfst rausgehen in Dreußen, Yahoo? Wogeln dich herum der Welt, suchen dich zu Dorin. Ein Mensch wie du, ein Geborener in der bronzen Kufa, gehört ganz gewiss zu der Kategorie von die Same Verwundliche. Und bist du sicher, als dein Kantschaft in die hohe Fenster wird dich behiegen gegen der Sakonis ne Falschesticker kränk? Aber du fragst mich, und was wird sein, wenn mir gießt dem Becher Wein und mir öffnet das Tier mit zu sagen, Barhaba, und das volle Glas wird das mal nicht. Leibig, zu alle anderen Sedernacht, verlieren auf ein säudestigen Häufen, a Kappel von einem Wein, was negerige Kinder haben früher abgemosten. Sie wollen sein schwer enttäuscht. Miss Doma, haben sie das Glas schon angetappt mit besonders ansteckigen Fingerlich. Nu darüber, Eliyahu, bleib ja Jahr in der Heim. Do you have an easy day, family? Oh, I think they were on just now, right? Tamara und Arturo sind von Mexiko-Stadt. Tamara ist ein Gerontologist, ein Lehrer und hat ein Doktorat
Chaverschaft bei University College London. Sie forscht die jiddische Presse in Lateinamerika. Arturo ist aufgewachsen mit Jiddisch und Hebräisch in der Schule. Er ist ein Psychologist, ein Jiddisch- und Spanisch-Übersetzer für den NHS und er lernt Jiddisch, Hebräisch und jiddische Limudim. Tamara und Arturo haben zusammen gegründet Yiddish Stub London. Okay, unmute yourselves. Shalom Aleichem. Wir wollen euch erklären ein bisschen wegen Mexiko. Mexiko, es ist da eine Sache Jiddisch in Mexiko. Das ist Mexiko, auf der Mappe, was ist zwischen, ist in Amerika, viele wenn eine Sache Menschen trachten, es ist in Amerika. Und das ist von Guatemala und Dorem von die Vereinigten Staaten. Bitte. Die kommen dicke. Ja, die Ashkenazim sind gekommen von Europa in die 20er Jahren. Und sie haben herausgegeben, ihre eigenen Journalen, Zeitungen und sie haben angeführt kulturelle Aktivitäten auf Jiddisch. Und das Bild ist das Bild von Justo Sierra Schil, was man hat gebaut in 1941. Und das ist eine Kopie von einem Schild, was ist in Schavel. Und die ältere Bobbe hat Chassene gehabt in dem Schild und später habe ich Chassene gehabt in dem Schild. Und was ist geschehen mit dem Schild in Lite, ist, dass es ist heute gemacht, beschassen Churben, aber wir haben ja eine Kopie von dieser Schild in Mexiko Center. Bitte. Okay, ich will euch lernen ein Lied, was Yitzhak Berliner hat geschrieben. Ist gekommen zu Mexiko in 1922 und hat gearbeitet zusammen mit sehr bekannten Bildern Diego Rivera. Was ist sehr, sehr bekannt in Mexiko, aber im Stome hat einmal gehört zu Lied dem, als ist gewesen der Mann von Frida Kahlo, was wir kennen sehen, euch in einem Bild. Und Diego Rivera zusammen mit Yitzhak Berliner haben herausgegeben ein Buch auf Jiddisch wegen Berliners Meinungen wegen Mexiko und Wiederklangen. Und Diego Rivera hat gemalt die Poemes. Das Buch hat geheißen Stadt von Palatzen. Und ich will lernen nur ein Lied. Was ist wegen Teotihuacan, bitte, die kommen dicke? Gut. Es sind da allerlei Lieder wegen Mexiko in dem Buch, aber ich will nur lernen ein Lied, was heißt Teotihuacan. Und das Lied redet wegen was hat getracht wegen die Pyramiden, aber auch wegen die Theorien, wer hat gebaut die Pyramiden. Und auch Teotihuacan heißt das Ort, wo die Götter seien geboren geworden. Und das kommt von Nahuatl. Teotl meint Gott und Teotihuacan meint das Ort von Teotl meint Gott und Teotihuacan meint das Ort, wo sie seien geboren geworden. Und es ist gewesen ein Zeremoniell und Astrologie-Center, was man hat gebaut, 500 Jahre, ich weiß nicht, wie ich soll sagen, aber before Christ, sein Michael. Und ich will lernen jetzt der Teotihuacan. Bitte, die kommen dicke. Als ihr werdet allein sehen, es sind da
paar Paragraphen, was man hat sie nicht übersetzt. Das ist eine Übersetzung von Ilan Stavans und ich will es lesen. Das ist Itzhak Berliner Teotihuacan. 1000-jährige und steinerstumme Pyramiden, inmit von Berg in schweigendicke Flachen. Wie viel vieles, wie viel säudesdicke Wochen hat euch gesungen, do auf euer Volk im Frieden? Ihr habt das Schweigen Eiers tief in sich eingeschlungen. Ich weiß nur, als zurück mit zähnlichen Jahrhundert es hat ein Volk von Völkern abgesondert, zu unbekannte Götterläuben ausgesungen. Und Escher hat mein älter Seele da auf euch getrotten und hat gelassen bei Jerusche in mein Blut als so da weiten. Und Escher liegt mein Ursprung unter Steiner Eiere verschotten. In Schweigen ewigen Durchlauf von unendlichen Zeiten. Wer seien es gewähnt, die wunderlichen Riesen, die Gwurim, was haben uns gelegt, die schweren Steine und Graniten? Völker ältere und alte haben Völker neuere geboren. Nur es haben da die Pyramiden sehr Ponym nicht gebeten. Pyramiden, es stammen deine Bäuer von Ägypten, von Phönizien, sie von Jiden? Ich weiß, es hat durch Spaniens Inquisitie mit ihr christlich heilig Gläuben eingefleckt, dem Namen von Tolteken abzuschrecken, gorer Welt mit Wildkeit von Indianern heute zu räuben, stillen Frieden abzumecken von der Erde Völkerstammen. Sohn auf Pyramiden, verdeckt dem Sod, dem Ewigen mit deinen Flammen. Wie Tamara hat gesagt, es fehlen zwei Paragraphen in Stavans Übersetzung. There's 2 paragraphs missing in Stavans translation. Anyway, ich will lernen eine Übersetzung, was ich habe allein gemacht, von einem Lied, was ist geschrieben bei es ist originell geschrieben geworden in Nahuatl. Das ist die Sprache, was die Azteken oder die Mexicas haben geredet. Ist sehr berühmter Poet und sehr berühmter Kämpfer euch und King euch. Sein Name ist Nezahualcóyotl. Wir können finden das Lied in sehr kleine Oisies, in die Notes, was von 100 pesos, that's equivalent to like 5 pounds, in Mexiko, ihr könnt finden das Lied in sehr klein in the notes. This is a picture of a zoom of the note where you can see the emperor. So up here you have it in the original language, which is Nahuatl, and down here you have the Yiddish. And I want to thank Bruria, who is around here, for her help with the Yiddish. So we have the translation on the next one. Wir haben eine Übersetzung da. Ich bin verliebt in dem Gesang von der Zentzontle, Vogel von 400 Keules. Ich hab lieb dem Grünsteinsfarb und dem schickerdicken Parfum von Blumen. Aber mehr wie das hab ich lieb mein Bruder, Benodem. Sehr interessant und sehr schön. Danke, mein Gloria.
Die Londoner jiddische Ukulele-Gruppe ist geboren geworden mit 3 Jahren zurück, wenn Steve Ogen hat sich begegnet mit Mike Zook bemäßig Ottazoi, ein jiddisch Kultursommerprogramm in London. Es seien 9 reguläre Ukulele-Spieler, was kommen in der Gruppe. Jetzt machen sie Zoomisch-Repetitions auf der Internet und sie haben sehr einen interessanten Weg durchzuziehen. Und sie wollen weisen. Steve and your group, unmute yourselves. Okay, Mike Zook. Okay, right. Mike Heiser, you there? Yeah. Yeah. Hi. Yay, and Neil and Carol. Hi there, we're here. All ready? Off we go. Okay. Steht da Woche ohne Tracht, Tracht und Tracht, der ganze Nacht. Nehmen zu nehmen und nicht verschämen, nehmen zu nehmen und nicht verschämen. Tumbala, tumbala, laika, tumbala, tumba, laika, tumbala, laika, spielbala, laika, freilich soll sein. Vivi, I don't think you've muted everybody. Is carrying an infant. And Carol are muted. In the midst of their seasonal baby booth. Mike? Carol are muted. Yep. Oh, well, well, that was fun. Do you want me to start again, Steve? Start again. Okay. Okay. Everyone was too enthusiastic. Okay. Here we go. Still. Okay. Steht da Woche ohne Tracht, Tracht und Tracht der ganze Nacht. Nehmen zu nehmen und nicht verschämen, nehmen zu nehmen und nicht verschämen. Tumbala, 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 laika, tumbala, 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 laika, tumbala, laika, laika, spielbala, laika, freilich soll sein. Hi, Steve. At a month old, the infant still relied on their Mädel viel bei dir pflegen, was kann wachsen was kann brennen und nicht durchfällen, like many was kann lemurs are prone to ticks and other parasites. But as well as grooming each other, Tumbala, tumbala, laika, tumbala, 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 laika, tumbala, laika, spielbala, laika, tumbala, laika, freilich soll sein. Narische Boche, was darfst du fragen? Stein kann wachsen am Regen. Liebe kann brennen und nicht aufhören. A Herz kann weinen und tränen. La tumbala, tumbala, laika, tumbala, 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 laika, tumbala, laika, spielbala, laika, spielbala, laika, freilich soll sein. Tumbala, 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 laika, tumbala, 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 laika, tumbala, laika, spielbala, laika, spielbala, laika, freilich soll sein.
Okay, can I ask people, please, before they do the second song, that they've got a really lovely way of doing it. If don't unmute yourselves during the chorus, okay? So let's just keep listening to them, and you can sing along, but sing along while you're muted, okay? So that we keep that. Okay. So I know it's terribly, terribly tempting to unmute yourself, but keep being muted, and then we can hear the next song. This is the last song. Yes, Steve? Is it? Okay. Mike, Zook, you there? Yep. Neil and Carol? She's muted. Unmute yourselves. Unmute yourselves. Neil and Carol, you need to unmute yourself. Okay. Which is the second song, Steve? The they've done it now. Yes, the second song. Yeah, second song. Okay, we can hear you, Neil and Carol, now. That's fine. Did you hear us the last time? No. No. I'm No sorry. problem. Don't worry. Let's do Alabrida. Mike, take it away. Okay. Give us the words, Steve. Oh, thank you. Und wir singen alle Brüder, oi, oi, alle Brüder. Und wir singen freiliche Lieder, oi, oi, oi. Und wir halten sich in einem, oi, oi, sich in einem. Selches ist nicht so bei keinem, oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Wir seien alle einig, oi, oi, alle einig. Sie, wir seien viel zu wenig, oi, oi, oi. Und wir lieben sich doch alle, oi, oi, sich doch alle. Wir kosten mit der Kalle, oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Wir seien alle Schwester, oi, oi, alle Schwester, so wie wir auch Ruth und Esther, oi, oi, oi. Und wir seien alle freilich, oi, oi, alle freilich, wie Jonathan und David Hamelech, oi, oi, oi. Oi, 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 Very, very nice. Thank you. Ich weiß, dass ich habe die Hasse Dritter, aber wir wollen nehmen an den Bereich. Yes. You want some? I know there was a third one, but we're actually going to take a break now. So we are going to have an Iberais, a break for only like 6 minutes. How about that? For you to go and have a quick whiz to the loo. Steve, can you take it on to the next slide, please? And also to go and get yourself a drink, and we'll be back here in 6.5 minutes. Yay. I'll put you all unmuted. Hat gewohnt in London von 1879
bis 1894 und hat geschrieben eine Sache in sein Lied über die Jahren. Hat geschrieben eine Serie von Balladen wegen armer Kinder auf die Londoner Gassen. Das ist eine von sie und der Name, der Titel von der Lied ist A Mädel in der City und die Wörter sind von ihm und der Musik. Ich habe gemacht. Leben der Börse, der Tempel von Schwindel, seh ich tagtäglich ein armes Kind. Stehe nicht ruhig und still wie ein Hindel, nur von den alten Mann, welcher ist blind. Schwäberlich tragen dich, Stillerheit sorgen dich, beten dich, kauft bei mir Matches, mein Herr. Schwäberlich tragen dich, Stillerheit sorgen dich, 2 boxes a penny. 1 penny the pen. Draußen mit Regen und Donner und Blitzen, sie steht ganz ruhig, tut sich nicht erkennen. Sorg nur, ot kenn noch der Regen bespritzen, ihr bissel sich heure und deiget nicht mehr. Stellt euch die Kleininke, Schwachinke, Scheininke, Händele, Betten, dick, kauft Matches sehr. Stellt euch die Kleininke, Schwachinke, Scheininke, 2 boxes a penny. 1 penny the pen. Weiß sie von älteren Schwester und Brüder, weiß sie, was Freundschaft, was Liebe beteiligt. Hat sie ein Heim, wo ihr Kopf ihre Glieder können sich ausruhen, wenn sie hat Zeit. Oder wie rollend Hill schluckt sie in Kornhill, sagt sie nicht, wenn sie nur kauft Matches sell. Oder wie Roland Hill schluckt sie in Cornhill, 2 boxes a penny. 1 penny the pen. Reckless Kantorsi, das ganze Chayolim, laufen dahin in Zurück wie versandt. Zappeln sich läufendig wie die Time-Volume, ausrufen dich alle Beine, verdammt! Läufendig, gehendig, zeitenweise stehendig, sind sie, Betsy, sie kauft Matches. Läufendig, gehendig, zeitenweise stehendig, 2 boxes a penny. 1 penny the pen. Sie hat verregens, verfolges nicht Meure, aber wie lang bleibt der Gastkind gesinnt? Hat kommt die Äußerung und ihre Säure, was sie hit mehr wie ihr Leben ansinnt. Trag schon an andere kleine Stadtwanderer, Punkt wie sie schreien, die kauft Matches, Sir. Trag schon an andere kleine Stadtwanderer, 2 boxes a penny. 1 penny, 2 boxes a penny. 1 penny, 2 boxes a penny. 1 penny the pen. Und der zweite Lied ist etwas ganz anders. Heute wir haben ein Sing, ein Trär und ein Lach. Efter, das ist Verlachen. Wo bist du gewesen? Wo bist du gewesen, wenn? Wo bist du gewesen? Wo bist du gewesen? Wo bist
bist du gewesen, wenn die Welt ist gewesen und das Leben hat bei Emmes existiert? Heint bist du da und das Leben ist euch da, weil Corona hat das Leben isoliert. Wo bist du gewesen, wenn Arbeit ist gewesen und wir sind gefahren auf den Bahn? Heint bist du da und die Arbeit ist nicht da, Chutz und treffen sich auch schon auf dem Mekan. Heint ist mir bang und die Haare sind schon lang und wir können nicht von der Karte Essen kaufen. Wo bist du gewesen, wenn Vakationen sind gewesen und wir haben besucht Italien und Türkei? Heint bist du da, lernen Sprachen mit Duolingo oder reden mit dem so Menschen allebei. Heint bist du da, auf Zoom schon noch schon und hören zu die Musik mit Time Delay. Oh, how do I unmute it? Whoa. Bravo. Yay. No, you can't work. Yeah, mute Okie dokie. Next up. Heather hat angeheuben studieren Jiddisch in die 80er Jahren. Sie hat geschrieben ihr Doktorat wegen der Poesie von Avram Sutzkever. Und Heather, das ist für dir. Ich habe gefunden, Heinz, ein Bild in Loschen Leben und ich weiß nicht, ob du hast es gesehen. Oh, das ist nicht der richtige Loschen Leben. Ich
Ich habe gefunden das Bild von Loschenen Leben, das ist von dir, Heather. Und das ist ein Bild von London, wenn Suskever hat besuchen in London. Und ist gewesen dort mit den Menschen von die Freien von Jiddisch. Sehr fein. Du kennst es jetzt. Als Vater hebst dann. Sie hat geforscht und gelernt, Jiddisch-Klassen sind dem ihre lebendige, sehr lebendige Edinburgh-Gruppe, und ich bin gewesen dort, hat existiert Asach. Wie viel ist Asach? Aber Asach Juren. Heather, over to you. Dank. Ich will reden ein bisschen wegen Kadja Molodowski, was es gewesen, eine von den feinsten jiddischen Dichterinnen. Sie ist geboren geworden in einer Stadt in Weißrussland in dem Jahr 1894. Und sie ist geworden eine Lehrerin in jiddisch redende Schulen in Odessa und in Warschau. In 1935 ist sie ausgewandert in Amerika. Bemäßig von ihr schöpferischen Leben hat sie herausgegeben als Sachsammlungen von Liedern und auch Prose, Erzählungen, Chronis und Journalismus. Sie ist ständig gewesen politisch linksorientiert, und die Armut von den Kindern in die Schulen, wo sie hat gearbeitet, hat sie stark deprimiert. Was hat ihr sehr geholfen, ist gewesen zu schreiben Lieder für sie, für ihre Talmidim. Sie hat gesagt, als wenn sie hat sich gefühlt besonders niedergeschlagen, vielleicht sie schreiben eins von ihren Kinderliedern, und das Lied hat sie erhoben. Ihre Talmidim haben stark lieb gehabt, die Lieder. Und ich meine, als das Interessante und das Neue bei sie ist der Fakt, als die Personagen und die Situationen in die Lieder, was sie beschreibt, spiegeln Tage ab das Leben, das memoschistische Leben von den Kindern. Und sie haben sich allein erkannt in die Lieder, und sie haben gehabt Hanoi von die komischen und rührhaftigen Meises, was sie hat erzählt. Und eins von der Serienlieder ist ein Meise mit einem Mantel, wo wir wollen hören, wie in an Oremer besprochen, ein Malbisch, ein Mantel, darf getragen werden, nicht bloß von einem Kind, nur von allen Kindern, eins nach dem anderen. Wir wollen hören, was ist gewesen der Geurel von Asamantel. Und der englische Nusach, was ich habe euch da gegeben, ist gemacht geworden von Richard Gladstone. Ist er ein sehr angesehener gewesener Balletttänzer und ein Tanzmeister und ein Mechaber von etlichen Büchern wegen Balletttanz. Er ist gewesen als Student in jiddischen Sommerkurs in London mit etlichen Jahren zurück. Und wenn wir haben gelernt, das Lied, ist es ihm und sein Freu, was ist eine Künstlerin, so gefallen geworden, als sie haben gemacht, ein schönes Büchel für sehr Einikel mit seiner Übersetzung und schöne Illustrationen von ihr. Und ich meine, es der englische Nusach, was es nicht kein Wort-bei-Wort-Übersetzung, hat bei Emmes dem ganzen Tam von dem originellen Lied. Also Kadja Molodowski, ein Meise mit einem Mantel. Bei einem Schneider in Komorre, voll mit Kindern, keine Norre, Kinder pitzelig wie Mon, steht ein Wiegel oben an. Jetzt erhebt sich an die Meise, nicht von ziegelichen Weiße, nur ein Meise mit einem Mantel
von a dunklen Gewantel. Hat man aufgenäht am Mantel von a dunklen Gewantel für einen ältesten Bocher Schmuel. Soll können gehen in Schul. Geht ihm schmulig Jahren 3, ist der Mantel spogelnei. Geht ihm schmulig noch ein Jahr, ist der Mantel schöner gar. Einmal schmulig tut ihm an, ist der Mantel kurz in Ston. Wird a Tummel in Komore, na dir gore nahe Zorre. Schmulig tut dem Mantel an, ist der Mantel kurz in Ston. Wosche kann do sein der Meer? Geht in Mantel Josselbär. Geht in ihm Jahren 3, ist der Mantel spogelnei. Geht in ihm noch ein Jahr, ist der Mantel schöner gar. Einmal fällt auf die Trepplach und soft zu alle Knäpplach. Wird a Tummel in Komore, na dir gore neue Zorre, gehen und fallen auf die Trepplach und soft zu alle Knäpplach. Nu, Ismele, wird schon gehen in Mantel, Beile. Geht im Beile, Jahren 3, ist der Mantel spogelnei. Geht im Beile noch ein Jahr, fällt dem Mantel nicht kein Haar. Einmal Beile tut a Spei, platzt in Mantel nettlich 3, wird a Tummel in Komore, na dir gor a nahe Zorre. Tommer Beile tut a Spei, platzt in Mantel nettlich 3. Und es passend das Gesindel, soll schon gehen in Mantel Hindel. Geht im Hindel Jahren 3, ist der Mantel spogelnei. Geht im Hindel noch ein Jahr, wird der Mantel schöner gar. Einmal wird a größer Tummel, alle stehen in a Rummel. Hindel klippert auf dem Bett, ist ungeworden am Mankett. Schreien alle, das ist doch amoi der Kalle, liegt und klippert auf dem Bett. Wie verliert man am Mankett? Hat schon angetan, dass der Mantel ist der jüngste Bocher, Pantel. Pantel, ei ist das a Bocheretz, chavert sich mit Hint und Ketz, jogt sich noch jeden Wogen, schlugt sich, wird allein geschlagen. Miauket, pfeift und schreit und spielt, und die Mama lacht und schilt. Hat schon angetan dem Mantel jetzt, der Bocher Pantel. Hat bald dem ersten Tag abgeflickt a ganzen Rog und auf morgen in der Früh ausgehackt a Loch in Knie. Und demselben Tag vor Nacht a Kölner ihn gebracht, mit 2 Löcher, groß wie Augen, in die beide Ellenbeugen. Schreien alle Faramol, alle mit ein Kohl. Asamantel, fällt rein zum Tachschit Pantel. Einmal, Pantel ist nicht voll, kommt zu laufen, nacket, heul. Schreien alle mit amol, alle mit ein Kohl. Tachschit, Scheigets, Fledermäus. Wo der Mantel, sog nur ois. Entfört sei der Wäuler Jung mit a Sao scharfer Zung.
hab von ihm dem rechten Latz abgeschenkt der weißer Katz. Und dennoch dem linken Latz abgeschenkt der schwarzer Katz. Und die rechten, Loch noch Loch, wird ankommen die zweite Woche. Das ist alles. Apologies, you seem to have lost birthday. You're lost, Heather. Du musst sein auf den Biene. Sehr, sehr schön. Na, danke. Barbara hat gekriegt Smicha wie Rov bei Leo Beck College in London und hat gearbeitet in Britannien, Europa und so von Amerika. Sie hat ein Doktorat in Theologie wegen Musik und der anglo-jiddischen Welt in Britannien. Sie hat sich gelernt Jiddisch in der Heim bei McGill-Universität mit Barry Davis, Oliver Scholem und bei der Arbeiterin. Sie singt und spielt Jiddisch-Lied und wohnt in Newcastle mit ihren 2 Rough Collies. Was nennen sie auf Jiddisch? Sie sind ein Hint und sie haben originiert in Schottland. Barbara wird singen für uns. Unmute yourself, Barbara. Gut. So, der Jid mit dem Fiddle ist wegen einem Poem von A. Lutzki. So, sie ist geboren Aaron Zucker, ein jiddischer Poet. Er ist geboren worden in Dimidovke, Leben Lutzk, also sein Name, in der Ukraine. Er ist privat aufgezogen für seine Karriere als Chasen. Vor seiner Ankunft in die Vereinigten Staaten in 1914. Abraham Kahan, Redakteur von der Vorwärts, engagiert zu schreiben ein wöchentliches Poem für der Zeitung. Er ist gewesen sehr populär für seinen modernen Stil und der dramatische Eigenheit von seiner Arbeit. In dem Lied clever sonnisches Wort, wie sagt man, klug sonnische Wortspielen wegen einer Fiddler, wie sein Teive für sein Fiddle ist rausgerufen durch sein Weib. Sie verjährt für Parnasse. Der Musik ist komponiert von einem jüdischen Kompositor, Lazar Weintraub. Er hat meistens geschrieben jüdische Kunstlieder. Und es zuträgt zu der spielenden Klugschap von die Lied, arbeiten die Tempos, der Tonzechgenögen und der Nussach, der Steigers als. Und dann es gibt doch eine Frage, was sollen wir tun, wenn der Bedarfen von täglichen Leben äußer sein mit das, was bringt echt Schönheit in unsere Neshomes. Es ist nicht keine Arbeit, verwusst nicht fiddeln. Und ich bin akkompaniert durch mein Fiddle. Einmal hatte jeder geheißen Fiddle, hat jeder das Fiddle gespielt auf dem Fiddle. Jeder, a Lieder, das Oramaida, was allein jeder besingt in a Lieder. Ay, da, 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 da. Beim Bett ihm sein Weiberla, leben jeder, federt ein Lieder mit Forderung und nieder. Wir dürfen Parnasse, was teugt mir dein Lieder, wer mir Schneider. Gut jeder. Lieder, das
das Leben ist bitter und süß ist das Lieder. Sagt ihm dein Weiberla, schlecht denke jeder, wieder dein Lieder, Amazza mit Rieder. If red zu der Tachlis, berechnet sich jeder, Wind in der Midbar, jeder mit am Lieder. Wie jeder Lieder sein Lieder auf den Feder, alla Panossa, gefällt mir das Lieder. Torin dein Weiberla, dein Weiberla jummelt und du singst Lieder. Verheindelt und gehendelt der Jedel auf den Feder, ich kann dir helfen, ihr Leben ist Feder. Also wird das Lieder, schon Leben versiegert. Das Weiberle Teine, das Jederla Lieder. Feder du Lieder, da jeder mit der Feder. Und mal sehen es als schöner das Lieder. Bravo. Yes. Bravo. Und jetzt wir haben Elaine Samuel. Elaine ist geboren geworden in Cardiff und ist gegangen in die mitteldicke 60er Jahre in New York und hat verbrennt als Sommervakatie beim Columbia Yiddish Sommerprogramm. Zurück in Britannien hat sie gewohnt, kümmert 40 Jahre in Edinburgh, lernen Sozialpolitik. Sie ist gegangen zu einer Sach-Otazoi-Kursen, ja, ich habe ihr gesehen dort, und ist ein verbrennter Patriot von Heathers wunderbare wochendicke Gruppe in Edinburgh. Elaine, unmute yourself. It's unmuted, yeah. Okay, in die Wochen sind wir seinen eingemäuert zu Covid-19. Habe ich geendigt nur eine produktive Arbeit. Etwas, was ich habe der gehabt zu tun, sind mehr wie 40 Jahre. Ich habe ausgepackt die Valiska, was ich habe heimgeschleppt von New York im Jahr 1973. Und da habe ich gefunden, bindlich Brief, Fotos und allerlei undenklich. Es ist gewesen für mich mamisch ein meisten dicker Moment. Sich aufzuwecken und geboren wären, nicht nach dem Tod, nur in die amalige Zeiten. Und zwischen die Tschatschkes habe ich bemerkt, auf ein Gelblättel, ein Poema, was ich habe geschrieben, le Covid, der letzte Messiba von einem Yiddish Sommerkurs bei dem Columbia Niveau. Eine historische Fußnote. Ich schreibe die Poema wegen Lernen sich Jiddisch in einem schwitzendig angestoppten Zimmer in Niveau. Nicht mehr. Heint, wenn man ginge rein dorten, gefindt man ein Café. Sehr ein eleganter Café.
für die hohe Fenster. Wo ein Stückchen Linsentorte wird euch kosten ein Majontik mit Geld. Und das ist die Poeme, Gelle Blättel. Lernen sich Jiddisch in Jivel. Dort in einem versteckten Zimmer sitzen dick und lernen sich Jiddisch. Es dreht sich mir das Käppler. Ich prüfe sich halt sehr stoisch. Gar nicht und gar nicht. Es ist mehr als so fantastisch. Was für ein Talmider bin ich? Was redet nicht Standard Jiddisch? Sitzen dick in einem spitzendicken Zimmer. Die Zwiebel, heimisch Havanisch. Geller, abgebrannt und weißer. Wir seien so chaberisch. Oh, lass mich, mein teurer Lehrer, rausgehen zu schaffen ein Sandwich. Nein, teurer Talmider, deklärt er, weil sein Satz ist nicht idiomatisch. Lernen dich a Helme Meister. Ich verstehe nicht sein tiefster Tiefenisch. Verplante in die Konjugatie, verblonge ich in einer größeren Wildnis. Was kann ich nicht recht wie der Tat, wie der Seide? Für was lege ich den Kopf auf den Tisch? Bis ich höre Wettel von der Larita. Schaff nicht das Glockchen für den Fisch. Well done, Elaine. Geschrieben nach dem Poesie auf Jiddisch, sehr, sehr schön. Dank. Okay, jetzt ist unser internationaler Superstar. Michael ist schottisch und amerikanisch. Er ist aber bekannter, berühmter Klezmer, ein Jiddischist und ein Maverick. Er hat sehr ein großes Archiv von Interviewen mit allen Jiddischisten und mit alten Jiddischisten und Musikanten. Er ist ein Mumche in die kleinen Kapitschewkes von Jiddischsprache und Kultur und er integriert alsdem in seine Musik. Michael. Unmute yourself, Mike. Oh, ich habe nicht gehört, weil mein Name ist Meische, nicht Michael. Oh ja, aber... Hey, ein großen Dank dir. Ich danke dir, Vivi. Es ist, ja, ich bin echt von der Alte im Moment. Was ich gehabt bei dir jetzt allein ist, zum ersten ist eine bekannte Poeme von einem bekannten jüdischen Poet, Yitzhak Manger. Es ist mein Bukowiner Landsmann oder ich bin once removed, sein Bukowiner Landsmann. Weil alle halten mir von einem Liedwerk, aber von Mamas Zeit bin ich ein Bukowiner faktisch. So I'd like to read a poem by the wonderful, one of the great Yiddish poets of the 20th century, Yitzhak Manger, who was my mother's Bukowiner Landsmann, though they certainly didn't know each other. And better verstehen, Mr. Me. Ich kann wir reden da meistens auf Jiddisch. The poem is Lommer ze zingen pushet in Prast, von Yitzhak Manger. Lommer ze zingen pushet in Prast, von alles, was ist heimisch, lieb und teuer, von alte Betlers verschelten im Frost und von Mammes, was benchen das Feier. Von Urme Kallis, wo stehen mit Licht, verblinde Spiegel in spät bei Nacht, und jede sieht das 9. Gesicht, was hat Liebe ausgelacht. Von Geurelwarfers, was reden verstellt, und nahren die letzte Groschens Eus,
bei Agunis, wo schelten die Welt und gehen durch hintere Tieren heraus. Von Diensten, wo's horven bitter schwer und behalten den besten Wissen, für die Sellner, wo's kommen bei Nacht, die Balebatim sollen nicht wissen. Lommerge singen, pushet und Prost, von alles, was ist heimisch, lieb und teuer, von Urim und Mammes, was schelten im Frost, und von Betlers, was benchen das Feier. Von Mädlach, was warfen Simmerzeit, Mamserim hinter fremde Tieren, in Zittern vermundierte Leid, was kennen der Fahr in Twisse noch führen. Von Katharinkis, was krippenschwer, Freitag Patug in Urime Häufen, von Ganovim, was haben verpasst und müssen über die Dächer entläufen. Von Schmattekläubers, was grabbeln im Mist und meinen, sie wollen eine Neuzeit gefunden. Von die Dichter, was haben geglaubt, siehst die Sterne und sind an Arupfen Sinnen. Lommerge singen, pushet und Prost, von alles, was heimisch, lieb und teuer, von Urim und Mammes, wo schelten den Frost, und von Kinder, was benchen das Feier. Also. Danke euch allen. Der Monter hat direkt die letzte Strophe oder die vorletzte Strophe hat man ständig der Mann in Allen Ginsberg in Allen Ginsbergs große Poeme, bekannte Poeme, Howl. It's always next to the last line, and the sense of the whole poem in so many ways reminds me of Allen Ginsberg's Howl, especially the idea of the idea of the poets who went out of their mind. It begins with, Howl begins, I saw the best minds of my generation, starving, hysterical, naked. No, am I leaving out a line? Starving, hysterical. The best minds of my generation, destroyed by madness. Destroyed by madness, of course, how could I forget? Starving, hysterical, naked, dragging themselves through Negro streets at dawn, angel-headed hipsters, burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo and the machinery of night. But that's for another time. Yeah, tell it. I know it in Italian too, actually, but that's noch a meise. Ich habe nicht zugeredet kein Instrumenten nicht. I didn't prepare any instruments today because weil ich bin ungefähr gewohnt von Jerusalem und von Skojek, weil ich gemeint, man erzählt, dass weil man zählt jetzt schwierig, dass man nicht spielen oder spielen keine Instrumenten nicht. I would have had the fear of God put in me by Skojek, I think, that we were not to have instruments today because it's the time of Sphira, as they say in English, counting of the Omer, where you don't have instrumental music. So I'm just gonna sing unaccompanied, but that's the traditional style anyway for most Yiddish music, at least the old time unaccompanied singing. Ach, singen ein Lied, geschrieben von einem bekannten, von einem größten jiddischen, Basaraber-jiddischen Poet, Zeli Barditschewer. Was gewinnt, Barditschewer allein gewinnt ein Schneider, gewinnt eine von den jiddische Arbeiter-Poeten ohne Zoll, sei in Mitteleuropa, sei in Amerika. Und hat, was wir kennen, ist von seinem Werk, ist seinen 10 wunderliche Lieder zum Singen. Was hat geschrieben, er ist Nifte geworden in 1937, tragisch, vor der Milchome. Aber in der Lied, die Lied hat er geschrieben in der Zeit, ich meine 1935, 36, in der Zeit von dem Spanischen Bürgerkrieg. Also er hat
vorgesehen, das wird, was kommt vor, gesehen, das wird kommt vor in Europa und vorgesehen, was wird sein. So this song he wrote at the time of the Spanish Civil War, just a year or two before he died, in Basarabia, where he was one of the great, one of the many Yiddish laboring poets, not the labor poets from New York, but still in his hometown of, well, not in his hometown, but he was between Belz and Soroka. He was a tailor, and he wrote these 10 wonderful songs, amazing songs. So, and this he wrote at the time of the Spanish Civil War, also of fascism and of fascism and anti-Semitism in Romania. And the verse that is about the cricket and the radio is exactly about that. And it, unfortunately, it's also, it hasn't really gone out of fashion, but more and more in these times, it feels sometimes ever more like that it tells of our reality too. I hope that's not true. But Shkie van Zelig Baditcheville. In Manurem, dunklen Zimmer, sitz ich einsam und vergessen. Wie sitz ich einsam und vergessen. Dech me kone, bin ich Brüder, deine Vögelmunnen essen. Dech me kone, bin ich Brüder, deine Vögelmunnen essen. In a Winkel hängt das Spien dort, nugt fin fliegen aus des Reihes, oi nugt fin fliegen aus des Reihes. In dem Nigen, in dem Grill dort, ich lang schon nicht kenayes. In dem Nigen, in der Grill dort, ich lang schon nicht kenayes. West mich ruten, erst mich heizen, sich an Nistelus zu boben, oi sich an Nistelus zu boben. Nur mein Herz wuss viel dem Sturm, los kein Vögel mich nicht haben. Nur mein Herz wuss viel dem Sturm, los kein Vögel mich nicht haben. Wogen Tauben, weiße Tauben, fliehen find ich Marie Secher, oi fliehen find ich Marie Secher. Fällt der Regen, Ritschkes Jugend, Farben blittig die Techer. Fällt der Regen, Ritschkes Jugend, Farben blittig die Techer. Ach, die Chamaris in die Spinnen, in wei mir tin die Tauben, en wie mir tin die Tauben. Die seis Brüder, Vögel weinen, sei blittig heute Schauben. Die seis Brüder, Vögel weinen, sei blittig heute Schauben.
Wow. Oh. Mm. Is er zei, als gaat in zinnen eindigen mit etwas ein Lied mit, voll mit Hoffnung. Hat geschrieben in Wilner Ghetto in Anfang von den 40er Jahren von Schmerke Kaczerginski. Und der Nigen ist geschrieben von Basi Rubin. Ich meine, Basi Rubin. Ich meine, als Vater Machama. I thought we would end with something full of hope for these times as well in this, albeit much more, for most of us, more comfortable kind of ghetto that we're in, with the song, a famous song written by Shmerke Kaczerginski, one of the best known of the Yiddish partisans, and both within and then outside the Vilna ghetto. And he also one of the most important collectors of songs written in the ghettos and concentration camps and the partisan groups during the war and during the Chorben. Shmerke Kaczerginski, who himself tragically died in a plane crash in Argentina in 1953. The music is by Basi Rubin, as you see here. And well, I imagine quite a few of you know this, so please sing along here too. Unser Lied ist voll mit Treue, dreist ist unser Untergang. Heute der Szene wacht beim Teuer, stürmt Jugend mit Gesang. Weil jung ist jeder, wer es will, nur Jahren oben käm Badeit. Alte kennen, sein Kinder, von einer freier Zeit. Wer es wohl wegen, wer mit Dreiskeit stellt auf Fuß, bringt die Jugend sie entgegen, von dem Ghetto a Geruch. Weil jung ist jeder, wer es will, Jahren oben käm Badeit. Alte kennen noch sein Kinder, von einer freier Zeit. Wir gedenken alle schon ihm, niedermannen alle Freien. Ewig wollen wir verbinden, unser Nächten mit dem Heim. Weil jung ist jeder, wer es will, nur Jahren oben käm Badeit. Alte kennen nur sein Kinder, von einer freier Zeit. Hartelijk dank. Wir haben gehabt, Heinz, Menschen, wo's kennen Jiddisch sehr anders. Wir haben gehabt Menschen, wo's reden Jiddisch fließig, und euch Menschen, wenn man sie wissen nicht kein Wort auf Jiddisch. We've had today people who know Yiddish fluently, and we've had people who really know not a word or very little and have just heard some from their parents and grandparents. And I think what's important to say in English is that it's really, really welcome for all of you, because people who speak no Yiddish
I think to be here and to have stayed here and to hear the Yiddish and to just be inspired by it, and those few words that you hear probably jump out at you in some of the texts and in some of the songs, that yes, that's a word I knew, the sound of it just comes back. And I think just enjoy that. And for when we do the London Yiddish Open Mic, we really encourage everyone, however little Yiddish they have, to come and join in. And what has been really special is people like Fiona have had very little Yiddish and have taken a text and have really worked on it. So I think that it's really everybody is welcome with the Yiddish at where they're at. Fiona's Vater is gewein von Schottland und die Mutter von London. Fiona hat aufgewachsen in der Mitte in Lancashire. Sie hat lieb Klezmer tanzen und sie wohnt in ein ökologisches Co-Bewohnungsprojekt. Okay. That's an ordinary cough, not a COVID cough. Es ist derselbe verlorene Sprachmeister von mir, wie für eine Sache andere da. Der Tates Elterne, was sind gekommen in Schottland in der frühen Dekade von den 20er Jahren, und die Mamas ihrer Eltern, was sind gekommen in London auf derselbe Zeit, haben gerät Jiddisch zwischen sie, denn sie haben nicht gewollt, die Kinder zu verstehen. Der Resultat ist gewesen, was die Eltern haben verstehen, fließig Jiddisch. Und trotz ich verstehe Jiddisch nicht, nutze ich ein Jiddisch Wort, wenn ich kann nicht finden ein perfektes Englisch Wort. Zum Beispiel, ich habe angehoben zu Quell, wenn ich habe gesehen, meine Tochter auf den Wiener spielen in der Rolle von der Besule Mary, wenn sie ist gewesen, ein Kind in Schule. Und erwarte, wenn wir haben gekonnt gehen in die Creme Shopping, habe ich geflecht schleppen die Sachen erheim. Noch mein Tate ist gestorben, habe ich gefunden die meiste in seine Papieren. Okay, the story. Einmal ist gewesen 3 Indians, die Mama Pokayente, der Tate Geronowitz und die Tochter Minnie Horowitz. Ein Tag kommt daheim Minnie Horowitz und sagt, Mama, ich will heiraten. Heiraten? Es ist schon Zeit. Du bist jetzt ein alter Mäut, 16 Jahre alt. Wer ist die Boche? Oi Mama, habe ich getroffen mit der Boche. Stark, heldisch. Was ist dein Name? Sitting Bull von. Was war ein Jichus Hotel? Sein Tate ist mit schüttern Pferd, der ganze Macher von die Schwarzfuß-Tribe. Oi, wollen wir haben eine Chassene. Alle die Schwarzfuß, alle die Schmohawks und die ganze Mischbuche. Oi, 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 wir haben ein Sorge. Was ist die Mehr? Die Zippi ist nicht groß genug für alle die Gäste von Chassene. Geronowitz, steh auf den Tuches und geh krieg von mir ein Buffalo. Mit dem Fleisch, was willst du ein Buffalo? Mit dem Fleisch von Buffalo kann ich machen ein gut gedämpfte Buffalo-Zimmis. Und mit dem Pelz kann ich machen größer die Zippi. Und wir werden können einladen, die ganze Welt zum Chassene. Geht weg, Geronowitz. 1 Tag, 2 Tage, nicht kein Geronowitz. Eine Woche später kommt er heim, Geronowitz. Es geht nicht in sein Hand. Schlemiel, wo ist mein Buffalo? Sagt Pokayente. Du und dein Buffalo-Zimmis. Ich hab euch beide in Bad. Was ist die Mehr? 1. Tag habe ich gesehen ein Buffalo. Nicht groß genug für Zippi, nicht gut genug für Zimmis. 2. Tag habe ich gesehen ein anderer Buffalo. Gut genug, groß genug, aber mit einer verfeuerten Pets. Am Jäskate von einem Buffalo habe ich kein Mal nicht gesehen. Ein paar mehr Tage
habe ich gesehen, ein anderer Buffalo. Groß genug, gut genug, a perfect Buffalo. Nu, wo denn? Wo denn? Bin ich gegangen zu schochten, die Buffalo. Habe ich geguckt in mein Tasch und goyischer Kopf. Ich habe genommen mit mir den milchdicken Tomahawk. Irgendwie, das Sehr gut, Leighton. Sehr gut, Meister Adank. Okay. Steve ist der Originator und Gegründer von dem jiddischen FM-Mikrofon Café. Ja, Steve. Jetzt in dem 3. Jahr. Ist ein verbrennter Jiddischist, gepackt mit Enthusiasmus und guten Gedanken. Hat euch gegründet, die Londoner jiddische Ukulele-Gruppe, zusammen mit Mike Zug. In seiner Freizeit ist Professor Stephen Ogan, was lernt Engineering-Materialien in der Universität von Surrey. Steve, unmute yourself. Ja, ich hab schon. Nu, I dank Vivi. 2 kleine Meisters. Erst. Die Weight Watchers von Shmuel Leibel-Oginski. Ich bin Shmuel Leibel-Oginski. Zulieb der Virusabsammlung mach ich jetzt nur ein bisschen Genietung. Tagtäglich gehe ich spazieren ein bisschen. Meile sog ich sich wegen zu nehmen zu der Vogue. Aber es ist doch ein Problem mit meinem elektronischen Vogue-Mester, was ich hab gekauft von Weight Watchers. In einem Tag wäg ich sich ab und der Vogue-Mester sagt 67 Kilos. Ich wasch sich die Zähne und der Malt sagt 66 Kilos. Steitsch, so viel Essen zwischen die Zähne. An anderer Tag wäg ich sich ab und der Wogmeister sagt 66 Kilos. Ich spritz sich, schmier sich an mit ein bisschen Befeuchtcreme und der Malt sagt der Wogmeister 67 Kilos. A Kilo Befeuchtcreme? Unmöglich! An dem Frühmorgen hab ich gefragt bei dem Wogmeister. Nu, was tut sich da zu all die schwarze Jahr? Der Wogmeister hat mir geantwortet. Ich tu, Punkt, was hat mich gekauft, als ich soll tun. In einem Tag seht ihr euch ein bisschen mutlos, treuerig. Dafür nehm ich herab von euer Wog. An anderer Tag seht ihr euch ein bisschen unsächelig optimistisch. Dafür gib ich zu euer Wog. Wie ist das möglich? Hab ich gefragt getan. Als ein elektronischer Wogmeister, was ich hab gekauft von Weight Watchers, kann machen also. Aha! Hat sich zerlacht, der Wogmeister. Ihr hat mich nicht gekauft von Weight Watchers, ihr hat mich gekauft von Weight Watchers. No, wait. Und jetzt ist ein kleiner Emerson-Meister about the underground. Nicht kein Missverständnis, no misunderstanding. Bepoil Mamisch, bin ich nicht sicher, als ich hab Teikef bemerkt, die charedische Mischpoche dorten leben mir in Waggon. Ich hab kaum bewiesen, reinzuschleppen mein Ukulele mit 2 anderen Päcklich
in Bahn rein und zu gewinnen als Sitzot. Ich bemerk doch andere Menschen euch nein. A klein Mädele, efsche 4 Jahre alt, begrüßt mich mit der Schmeichel. Es seien dort 3 Kinder, von welcher sie ist die älteste. Und mit Stomme hat die Mischpoche besucht, Machetonim in Ausland. Ich bearbeite schon Regime-Lieder, was die Gruppe wird bald spielen in Soloway Stub, Nightingale House. Plötzlich hat das kleinste Kind begrüßt das älteste mit der Patsch, aber sie hat bloß gelacht. Derweil habe ich gut bearbeitet die Regime und jetzt lehne ich die Wörter von dem Lied A Kind, a Goldene von Avram Reisen. Das Mädele tut drei zu den Mammen und sagt, I don't speak English, I speak Yiddish. Das ist besser, sag ich. Was für ein Yiddish? Du verstehst, was hat gesagt? Fragt die Mama bei dem Kind. Mit der Heuchkohl, als der ganze Waggon soll hören, hat das Kind geschrien, ja! Es ist nicht gewesen, kein Missverständnis. No. Soll ich singen das Lied, der Kindergoldene? Shall I sing the song? Ja, Ist ja. genug Zeit? No? Ja, ja. Okay. Der Kindergoldene von Avram Reisen ist geschrieben geworden in Warschau in 1910. So it's a song by Avram Reisen, written in 1910 about a child and about speaking a lot of different languages. A Kind ist das a Goldene und spielt sich frank und frei. Und was für ein Teiges hat es denn, als Jahren hat es 3. A Zorre mit die Sprachen no ne Schier. Jahren hat das Kind no 3, Sprachen hat es 4. Jahren hat das Kind no 3, Sprachen hat es 4. Die Mama ist a russische, a litwische Gemein. Dann redt sie mit ihm Russisch no, a so ist sie gewähnt. Die Njanja ist a Polische, wie kann das anders sein? Muss das Kind sich mattern, auf Polisch heftig sein? Muss das Kind sich mattern, auf Polisch heftig sein? Die Popper ist a Jiddische und redt mit dem Jargon. Da muss das Kind ihr noch klappeln, wie kann es anders tun? Der Tater ist a Zionist und halt von Achad Ha'am. Muss das Kind begrüßen ihm und sagen ihm Shalom. Muss das Kind begrüßen ihm und sagen ihm Shalom. Hey, no, du mein liebes Kind, mir soll sein vor dir. Du meinst, dass du wirst abkommen, nur mit Sprachen 4. Men sucht a Gouvernantke, der a Deutsch gerungen genug. Wirst du Kind meins auswachsen, wie Tate Mama klug. Wirst du Kind meins auswachsen, wie Tate Mama klug. Wonderful. Sehr, sehr schön. Wonderful. Sehr, sehr schön. A Dank, a Dank. Jetzt wir haben unsere Poetesse Bruria. Bruria ist die Wolf-Korob-Lektor in Jiddisch in Oxford Universität, ein Jiddisch-Lehrer und kultureller Aktivist in London. Sie organisiert und ist der Vorsitzender von der Londoner Jiddische Zwiebe. Sie ist auch ein jiddischer Poet und Übersetzer.
Bruria. Unmute. Bruria. Schönen Baby. Ja, gut. Ich gehe lernen 3 von meinen Liedern, was sind alle von meiner letzten Sammlung Poesie, was ist heraus in Tel Aviv in einem Heilewig Verlag in 2018. Und die Sammlung heißt Kalles Breisches und andere Lieder. Das erste Lied, was ich gehe lernen, ist das Titellied Kalles Breisches, was ich habe geschrieben im Jahr 2013, wenn man mich ausgeklebt zu sein, die Kalles Breisches in meiner Schule in Zoffen, London, in Presteuere, wo ich habe gelernt, dem Anheb von Breisches, von der Teure, von der Bime. Kalles Breisches. Ich bin die Kalle von dem Anheb, von der Beschaffung, die Singerin von Grosen. Hört sich zu die Klangen von Breisches, zum Räuschen von die Wasseren in der Finster, zum ersten Wort von der Beschaffung. Jehi Or, und es ist geworden Licht, der Anheb von der Beschaffung. Ich bin die Kalle von dem Anheb von der Beschaffung, die Singerin von Grosen. Grosen wachsen paar Meiler über den Ponym von der Erd, über die Wunden von dem Harz von der Welt. Das Harz von der Welt darf ein neuem Anheb. Ich bin die Kalle von einem neuen Anheb, die Singerin von Grosen. Nur die Singerin von Grosen ist mied und ungeduldig. Soll der neue Anheb schon kommen bald. Das zweite Lied ist von derselben Sammlung und es ist wegen der Unsicherheit von dem Leben. Es heißt Rier nicht an. Rier nicht an, das Flemmel, es kann sich verlöschen. Rier nicht an, das Blimmel, es kann verwianen. Rier nicht an, die Stub, die Heim, sie kann sich zerfallen. A Wintel kann alles zerstören, mit der Moll ganz umgericht. Mein Freund, sei vorsichtig. Rier nicht an, das Beimel, es kann sich antwurzeln. Rier nicht an, das Wolkendel, es kann sich vermarren. Rier nicht an, den Berg, kann sich noch rieren von Ort. A Wintel kann alles zerstören, mit der Moll ganz umgericht. Mein Freund, sei vorsichtig. Rier nicht an, das Fegele, es kann sich verwundigen. Rier nicht an, die Liebschaft, sie kann vergehen. Rier nicht an, mein Herz, es kann sich zerbrechen. A Wintel kann alles zerstören, mit der Moll ganz umgericht. Mein Freund, sei vorsichtig. Und öfter fort, rier an, mein Herz, ich bin great. Und das letzte Lied, was ich will lernen für euch, ist wegen meiner guten Freund, was können nicht beschließen, was sie wollen. Was kann sein, ein bisschen ein Verdross. Es heißt Breckeldick. Breckeldick. Es ist nicht ja und es ist nicht nein. Es ist nicht auf den Arm und nicht auf der Brosche. Es ist nicht dahin und nicht daher. Es ist breckeldick. Es ist öfter ja und öfter nein. Es ist öfter Tag und öfter Nacht. Es ist öfter Skier und öfter kein Jahr. Es ist breckeldick. Es ist nicht Nächten und es ist nicht Morgen. Es ist öfter alles und öfter gar nicht.
Es ist nur auch die Rege von Glück. Es ist bröckeldig. Sehr, sehr schön. Dank, Bruria. Bruria liest ihre Poesie, jeden Jiddish Open Mikrofon und sie hat Bücher. Also, Dank, Bruria. Und Sof Chaviv, ich weiß nicht, wie das zu sagen in Yiddish. This is the last one. I don't know how to say it in Yiddish. Sof Chaviv. It's the Hebrew. It says the last dear performer. Letzter ist ein Singer. Phil von Derbyshire ist ein Singer und Lehrer von Jiddisch Lied und ein Teil von einer klezmerer Gruppe mit Namen Joivel, wo spielt Gitarre und Mandolin. Ist der Vorsitzender von der sehr matzliach Kleznorth, wo es mit der Jahr zurück hat gehabt hat 10. Jubiläum. And if you haven't been to Kleznorth, when this lockdown is over, go. Over to you, Phil. Hi, es ist gut seinen noch einmal in Schottland. Gott nur bei Zoom. Ich will euch singen 2 Lieder. Das erste Lied ist der berühmte Bundeshymn in Salzigen Jam, geschrieben von Ansky in 1901. Von mir, das Lied ist merkwürdig, als das Gemüt geht von treuer zu keuch. Es ist eins von den Liedern von unserer Vorstellung Yiddish Revolutionaries mit meinen Chaverim von Joivel in Salzigen Jam. In salzigen Jam von die menschliche Tränen gefindt sich a schrecklicher Traum, gefindt sich a schrecklicher Traum. Kennt schon nicht tiefer, nicht finsterer werden, im Zeichen der blutiger Strom. Kennt schon nicht tiefer, nicht finsterer werden, im Zeichen der blutigen Strom. Dem Tom haben tausende Jahre gegraben, Monen Sinner und Pein, Monen Sinner und Pein, und tausende Jahre als Tropfen nach Tropfen. Es gießen sich Tränen herein und tausende Jahre als Tropfen nach Tropfen. Es gießen sich Tränen herein. Der Arbeiter, wer wird endlich der lesen von Hunger und ewiger Leid, von Hunger und ewiger Leid. Und wer wird dem Weg ihm zu Freiheit beweisen, zu Brüderschaft, Gleichheit und Fried? Und wer wird dem Weg ihm zu Freiheit beweisen, zu Brüderschaft, Gleichheit und Fried? Der Arbeiter wird die Welt befreien, heilen. Wird der Griechen dem Tom bis in Grund, wird der Griechen dem Tom bis in Grund. Soll leben von Russland, von Litauen und Polen, der jüdische Arbeiterbund. Soll leben von Russland, von Litauen und Polen, dem jüdische Arbeiterbund. Sehr schön, so schön. Dank. So, das zweite Lied ist nicht Asa Abarimter. Es ist ein schöner, aber euch nicht willendiger komischer. Es ist Propaganda
war der neue sozialistischen jüdische Gan Eden, Birobijan, der sowjetische Alternative von Zionism. Es uns erzählt, als Machen Honig ist geworden eine jüdische Parnasse. Es ist gewesen geschrieben für eine Vorstellung in 1938. Ich habe übergeschrieben das Lied von der Gesang von Marine Gordon. Ich habe es sich gelernt von Itzik Gottsmans Blog Yiddish Song of the Week. Jummen binnen. Jummen binnen, binnen, jummen. Es klingt von Weiten nach Harmonik und herum ist Wald und Blumen und die Luft ist süß wie Honig und herum ist Wald und Blumen und die Luft ist süß wie Honig. Oi, Sarah, vis, kennen Haare, es ist die Erd mit Saft vergossen, machen Honig ist geworden, schon a jiddischer Parnasse, machen Honig ist geworden, schon a jiddischer Parnasse. Stehen bin Stocken in Regen, es ist die Nacht a Säule warnig, sollen sich die Kinder freuen, mit dem lindensüßen Honig, sollen sich die Kinder freuen, mit dem lindensüßen Honig. Oi, Sarah, kennen Haare, es ist die Erd mit Saft vergossen, machen Honig ist geworden, schon a jiddische Parnasse, machen Honig ist geworden, schon a jiddische Parnasse. Essen gesund, dem Honig süßen, zwischen Felder Bläue, wird Gedicht der Honig fließen, ist gesund und hat Hanoi, wird Gedicht der Honig fließen, ist gesund und hat Hanoi. Oi, Sarah, kennen Haare, es ist die Erd mit Saft vergossen,
Rosen machen Honig ist geworden, schon a jiddische Parnasse. Machen Honig ist geworden, schon a jiddische Parnasse. Woo! Bravo! Bravo! Bravo, Phil. A real singer. So I'm going to. I'm not going to unmute. I'm not going to mute everyone now. So you are all unmuted, but if you just keep quiet for a minute before passing over to Fiona. Okay, I'll mute everyone. Before passing over to Fiona, I just want to say a few words. And that is, first of all, I'd like to thank some people. I've worked now in the last couple of weeks with all of the people who've been performing, and you've been an absolute delight to work with. I want to thank you very, very much for all your time, your energy, the thought that you put into things, the way you responded to me, even when I was hassling you for translations. You've been fantastic to work with, and it's been a joy for me to have that contact with you. I want to particularly thank Tamara and Arturo, and because we three were going to come together to Scotland. We were going to go to Scotland, we talked about it and we discussed it and we planned it, and then it didn't happen and we're here as a Zoom. But I think that, you know, that we worked together on that, and that was really important. And I'd like to thank also Steve for doing the PowerPoint, Arturo for doing some of the translating, and Fiona for wanting us, and for Skojek sort of like just coming in there and saying, we like this idea, come along and do something. And it gave us an impetus to do our Zoom Yiddish Open Mic London as well. And I think that, Fiona, you've been fantastic. You've been a wonderful person to work with, and your energy and lightness has just been a complete joy. And lastly, you've been such a lovely audience. Thank you all so much. It's been super. Thank you. Unmute yourself. Okay, thank you so much. Just a few final words from me on behalf of Skojek. Just thanking everyone so much for coming, to thank all the performers. We don't need to screen share, it just says it's me really. Turn that off and then we can see each other. Thanking everyone so much for coming, thanking all the performers, thanking Stephen and Arturo and Tamara, but above all to thank Vivi, who has been working on this pretty much full time for the last 2 weeks, and she kept saying, I've got to write a book. Anyway, she kept going, and she's now put together a 150-page PowerPoint and went through it and through it and through it and did all the translation, and she read out my piece and she coached me in Yiddish. It's been wonderful being part of this evening in so many ways. I'm really glad I pushed myself to do a piece in a language I don't speak. So many of the words came back to me when I was working on it with Vivi's coaching, that it really felt like I was coming home, and the whole evening felt like I was coming home. So thank you to everybody. I just had a little tear in my eye halfway through when I was doing my piece, because I remembered it was found in my dad's papers after he died. And so I was like bringing my dad to life with this. We had a small problem with our Zoom room, in that even though we've paid for a 500 place room, Zoom decided to stop people coming in after 100. So I've been trying to get in touch with them, and we have a few apology notes to write tomorrow to people. We've sort of solved it because it's been out live on YouTube and people have been watching it on there. We've recorded the evening. We're going to be putting a link to the recording on the Skojek website, and I'll also be sending a link to the recording to everybody who's registered, and a link to the PowerPoint to everybody who's registered. So you'll all be able to see all this stuff tomorrow. It's just been wonderful. Thank you so much on behalf of Skojek.